Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchte ich Ihnen eine neue Funktion in unserem 3D-Fräsen vorstellen. Und zwar im 3D-Fräsen, dem Z-Konstant Schruppen. Und zwar, wir haben dieses Bauteil hier, ich sage mal von der Unterseite schon bearbeitet. Wir haben diese Taschen hier auch schon geschlichtet, etc. pp. Jetzt möchten wir die zweite Seite bearbeiten. Dazu habe ich von der ersten Seite mir das Rohteil gespeichert. Das hole ich mir jetzt mal gerade einmal rein und sage, dieses Ding ist jetzt mein Rohteil von der ersten Seite. Sage okay. So, jetzt sieht man schon an diesem Rohteil hier, da ist das noch hier das Material, wo es gespannt war, etc. Hier ist noch Material. Ich habe hier Löcher vorgebohrt. So, und jetzt gehe ich ins Z-Konstant Schruppen. Wähle mein Werkzeug. Ich nehme hier mal einen 16er Schaftfräser, stelle 2 mm zu. Aufmaß lasse ich 3/10, stelle 2x D, 32 mm zu. Ich möchte trochidal fräsen, ich möchte Z-Ebenen zusätzlich fräsen. Ich erlaube meinem Werkzeug zu tauchen, weil er ja in die Löcher reinfahren soll. Und das ist jetzt die neue Funktion, das Rohteil hat Hinterschnitte. Aktiviere ich, sage ihm noch hier meine Zwischenstufen, damit ich hier an den Rundungen auch das alles vorfräse. Die Adaptivverbindungen lasse ich auf Standard. Ich gehe jetzt hier am Ende zu meinen Flächen, wähle jetzt mein gesamtes Bauteil aus und mein Rohteil und sage jetzt einmal OK und lasse es rechnen. So, jetzt ist es fertig und jetzt sieht man halt hier an den Bahnen, normal, früher hätte er hier noch komplett runtergearbeitet, jetzt erkennt er halt, dass hier an den Radien noch Material ist, etc. Auch hier in den inneren Bereichen, er erkennt, okay, die Tasche ist hier schon fertig, er schrubbt gar nicht so weit runter. Hier auch wunderbar, erkennt er, dass die Löcher vorgebohrt sind, er fährt hier rein, fährt auch nur noch das raus und ich habe halt tiefer überhaupt keine Schnitte. So, das Ganze schauen wir uns jetzt mal einmal in der Simulation an. So, jetzt sehen wir hier unser Rohteil. Jetzt lasse ich es einmal ablaufen. Man sieht, er stellt schön im Loch zu. Vollautomatisch, ich brauche ihm da gar nicht sagen, hier stelle an der Position zu. Er kennt vom Rohteil, okay, da ist ein Loch drin, also nimmt er diese Position. Also er vermeidet dann vollautomatisch die Eintauchbewegung. Und auch jetzt, er stellt da 32 mm zu, guckt da, wo er Material findet und fräst dementsprechend. So, und dann haben wir dieses Teil, ich sage mal, sehr optimiert vorgeschrubbt. Wie gesagt, wenn Sie Fragen etc. haben zu der neuen Funktion, können Sie gerne auf uns zukommen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam Team.